Wir zeigen euch heute die JBL Boombox 2. Los geht's nach dem Intro. JBL hat es mal wieder geschafft. Mit ihrem neuen Boombox 2, dem Nachfolger von der Boombox 1, haut JBL ein richtiges Klangwunder auf den Markt. Mit knappen 6 Kilo ist der Lautsprecher auch relativ schwer. Allerdings hört man das auch. Das zeigen wir euch in der Mitte nochmal vom Video. Zeigen wir euch nochmal ein schönes Klangbeispiel, dass ihr das auch mal in Erfahrung bringt. Ausgestattet ist der Lautsprecher mit 2x40 Watt RMS-Lautsprecher. Die Power bringt er raus, wenn ihr das Gerät über die normale Steckdose betreibt. Geht hier auf die Akkuleistung, hat das Gerät knappe 2x30 Watt. Bluetooth haben wir hier die neueste Version 5.1 mit drin verbaut. Aufgrund der Größe und auch der Kräftigkeit des Lautsprechers könnt ihr auch externe Geräte damit laden. Es hat nämlich eine USB-Powerbank-Funktion. Hier bietet die Boombox 2 eine Akkukapazität von 10.000 mAh. Die aktuelle oder auch ungefähre Ladezeit beträgt hier 6,5 Stunden. Und dann soll der Lautsprecher bis zu 24 Stunden die Wiedergabezeit halten. Je nach Lautstärke natürlich ein bisschen unterschiedlich. Also selbst wenn ihr mit 20 Stunden oder 22 Stunden rechnet, ist das schon ein echtes Kraftpaket, was hier JBL auf den Markt gebracht hat. IPX7 Wasserdichtigkeit ist hier auch gegeben, sodass ihr im Außenbereich den Lautsprechern bis zu 1 Meter Wassertiefe problemlos betreiben könnt. Wenn ihr das vorhabt, natürlich macht das wenig Sinn, aber wenn es mal regnen sollte oder doch mal vom Pool ein bisschen Wasser drauf kommen sollte, ist das Ganze kein Thema. Wir blenden euch jetzt mal ein paar schöne Detailaufnahmen ein, dass ihr mal einen Eindruck von dem Design und allem kriegt, und danach sehen wir uns gleich nochmal wieder und dann führe ich euch nochmal den Ton vor. Auf der Vorderseite unter dem JBL-Logo findet ihr die Anzeige vom Akku. Auf der Rückseite findet ihr wie gewohnt die Anschlüsse USB, Klinkeneingang und den Stromanschluss. Die Bassmembran bringt die Live 300 zum Fliegen. So, wir hoffen, die Nahaufnahmen haben euch soweit gefallen. Wir machen jetzt mal einen Klangtest. Ich verbinde mich gerade mal mit Bluetooth. Und dann hört ihr mal, wie die 2x30 Watt im Akkumodus klingen. So. Gleich geht's los. So, und wenn euch diese Tonaufnahmen noch nicht überzeugt haben, wir haben auch noch ein paar Detailaufnahmen gemacht, dann noch mit anderen Musikbeispielen, werden euch die mit Sicherheit abholen. Zum anderen Thema nochmal, der Lautsprecher hat natürlich auch noch einen 3,5 mm Audioeingang, sodass ihr eine externe Quelle wie ein Laptop oder ein Gerät, was halt nicht Bluetooth-fähig ist, anzuschließen, sodass ihr darüber auch Musik hören könnt. Jetzt zeigen wir euch nochmal andere Musikbeispiele.
eh, 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 eh. Oh, 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 oh. You were like, eh, 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 eh. No, oh, no, oh. I was like, eh, 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 eh. Oh. So, wir hoffen, die Aufnahmen haben euch besser gefallen. Nun hat JBL die volle Leistung in den Ton gehauen mit 2x40 Watt, da wir diese Aufnahmen mit Netzstrom betrieben haben. Falls irgendwelche Fragen sein sollten, schreibt sie bei uns einfach in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut!